Stockholm, am Ende des 19. Jahrhunderts ein Sehnsuchtsort für deutsche Arbeiter. Es ist eine Zeit des Umbruchs in Europa. Fabriken wachsen, Häfen verbinden die Städte mit der Welt. Wer hier ankommt, bringt Hoffnung mit, aber oft auch Not. Hilfsvereine nennt man diese Netzwerke. Sie entstehen überall dort, wo deutsche Kaufleute in aller Welt tätig sind, von Paris bis Buenos Aires. Auch in Stockholm entsteht 1876 ein solcher Verein. Hilfe bedeutet hier keine großen Worte. Sie ist diskret und oft entscheidend. Fräulein Erichsen, können Sie eine Notiz machen an den Vorarbeiter, dass Herr Bayer morgen eine Probeanstellung bei uns in der Firma antreten wird? Manchmal beginnen hier die ersten Schritte zu einem neuen Anfang. Die Gründung der deutschen Hilfsvereine fällt in eine Zeit großer Umbrüche. Die Industrialisierung verändert das Leben der Menschen radikal und unumkehrbar. (1871) entsteht das Deutsche Kaiserreich, ein neuer, mächtiger Nationalstaat mitten in Europa. Warum zieht es dennoch deutsche Arbeiter nach Stockholm? 1870, 71 gab es ungefähr 40 Millionen Einwohner in dem neu gegründeten Kaiserreich und 1905 waren es schon 60 Millionen ungefähr. Und natürlich sind die Arbeitsplatzangebote nicht in dem gleichen Maß mitgewachsen. Es gibt also durchaus Arbeitslosigkeit. Man versucht im Ausland sein Glück. Der zweite Grund ist die sogenannte Gründerkrise, die vor allen Dingen in den 1870er Jahren besonders stark war. Eine Wirtschaftskrise, die aber auch in den zwei folgenden Jahrzehnten immer noch ihre Folgen und Spuren hinterlassen hat. Die Industrialisierung ging weiter, aber sie kam nicht in der breiten Bevölkerung an. Wer waren die Menschen, die in dieser Zeit helfen wollten? Im Archiv des Vereins stoßen wir auf ein Dokument vom 22. März 1876, die Gründungsurkunde des Deutschen Hilfsvereins. Unter den Unterzeichnern finden sich Kaufleute, Diplomaten und Unternehmer der deutschen Kolonie in Stockholm. Darunter der jüdische Hamburger Kaufmann Siegfried Warburg, der Diplomat Wilhelm Ferdinand von Redlich und der bayerische Brauereibesitzer Franz Heiß, hier porträtiert von dem berühmten schwedischen Maler Anders Zorn. Der Verein entsteht aus den Kreisen der Deutschen Gesellschaft in Stockholm, der ältesten und wichtigsten Institution der deutschen Kolonie. Der Hilfsverein, der hat einen ganz wichtigen Platz in dem Kanon der deutschen Institutionen. Es gibt die anderen Institutionen, die kümmern sich um Ausbildung, deutsche Schule, Religion, die Kirche, Wirtschaft, Handelskammer, gesellschaftliches Leben, Damenverein, Deutsche Gesellschaft, Schwedisch-Deutsche Gesellschaft. Und dann kommt der Hilfsverein, der sich um Soziale kümmert. Viele Arbeiter, die nach Schweden auswandern, kommen aus deutschen Städten, in denen Wohnungsnot und Elend herrschen. Auch in Stockholmer Arbeiterstadtteilen wie Södermalm teilen sich Ende des 19. Jahrhunderts noch viele Menschen eine Wohnung. Hier finden viele der deutschen Neuankömmlinge ihre erste Bleibe. Eine staatliche Hilfe gibt es noch nicht. Vor allem Witwen, alleinstehende Frauen und Arbeitslose geraten schnell in Not. Der Verein hilft ohne Umwege. Für deutsche Immigranten eine unersetzliche Unterstützung in den ersten Tagen nach ihrer Ankunft. Ich war erfolgreich. Die ersten Nächte reicht das. Und morgen kann ich Probe arbeiten. Das muss gefeiert werden.
Mit Beginn der Industrialisierung in Europa geben nun Maschinen den Takt des Lebens an. Der Mensch muss sich dieser neuen Zeit anpassen. Doch wer für sie ausgebildet ist und sein Handwerk versteht, hat in Stockholm Chancen. Bei der Arbeitssuche unterstützt ihn oft der Hilfsverein, der nicht nur Geld verteilt, sondern auch bei der Arbeitsvermittlung hilft. Oft in den Betrieben ihrer Mitglieder. Das, was die Gründer des Hilfsvereins damals empfunden haben, war ein Verantwortungsbewusstsein. Sie haben gehandelt und geholfen. Und die Nachfolger haben das über die Jahre auch gemacht, haben den Begriff der Not immer wieder neu interpretiert, jeweils den wirtschaftlichen, politischen und finanziellen, gesellschaftlichen Situationen angepasst. Mit der Industrialisierung verlieren viele traditionelle Handwerker ihre Arbeit. Sie machen sich auf den Weg nach Schweden, in der Hoffnung, dort noch Arbeit in ihrem Beruf zu finden. Auf ihren Wanderrouten spricht es sich herum. Der Stockholmer Hilfsverein hilft, schnell und unbürokratisch. Ist da wer? Nee, da ist keiner. Warum? Für den Vorstand beginnt nun ein schwieriges Abwägen. Helfen wollen und doch Grenzen ziehen. Eine erste Maßnahme: deutschlandweite Zeitungsanzeigen aufgeben. Wir warnen umso dringender, ohne vorheriges festes Engagement oder hinreichende Mittel hierher zu reisen, als die Mittel des Deutschen Hilfsvereins schon durch hieronnahte hilfesuchende Landsleute sehr stark in Anspruch genommen. Doch nicht alle lesen diese Aufrufe und für viele endet die Reise schneller als gedacht. Es geht also sehr viel um die Frage von, wer ist würdig, wer ist nicht würdig. Es geht auch um die Frage, wie wird man sozusagen einer großen, mittellosen Bevölkerung in einer fremden Stadt Herr, die auf Bettlerei angewiesen ist, weil sie keine weitere Unterstützung mehr bekommen. Die Vereinsberichte jener Jahre sprechen eine klare Sprache. Durch die Heimsendung der hier Brotlosen habe man oft Schande für den deutschen Namen in Stockholm vermieden und durch die Rückführung nützliche Mitbürger dem Vaterlande zurückgegeben. Etwa die Hälfte der jährlichen Ausgaben des Vereins fließt nun in solche Rückführungen, mit Unterstützung deutscher Ostseeräder aus Stockholm und teils mit Hilfe des Deutschen Reichs. 1914 ein Schicksalsjahr. Von nun an ist die Arbeit des Vereins eng mit den großen europäischen Krisen und kommenden Kriegen verbunden. Menschen geraten zwischen die Fronten. Wie hier in Reval, dem heutigen Tallinn, verlassen 1914 viele Deutschbalten das Russische Reich, das dieser einst hoch angesehenen Minderheit zunehmend feindlich gesinnt ist. Mit dem Schiff geht es für die oft wohlhabenden bürgerlichen Familien von Reval nach Stockholm, wo sie zunächst Zuflucht finden. Viele schicken ihre Kinder voraus, damit sie schnell in Sicherheit sind. Der Hilfsverein nimmt sich ihrer an und versorgt sie, bis ihre Eltern nachkommen. Vielleicht morgen, vielleicht erst in einem halben Jahr. Zehntausende Deutschbalten kommen in den ersten Kriegsjahren nach Stockholm und werden vom Hilfsverein betreut. Viele reisen weiter ins Deutsche Reich. Doch manche bleiben für immer in Schweden. Mit Kriegsbeginn liegt die Arbeit des Vereins jetzt vor allem in den Händen von Frauen.
Während der Flüchtlingsschübe arbeiten sie Tag und Nacht. Der Krieg trifft zuerst die, die keinen Schutz haben. Dabei steht die Hinwendung zum einzelnen Menschen in der Geschichte des Vereins immer auch im Spannungsfeld großer historischer Umbrüche. Der Hilfsverein ist ganz stark verknüpft mit der deutschen und europäischen Geschichte. Was in den letzten 150 Jahren in Mitteleuropa, gerade im Verhältnis zu Deutschland, passiert ist, vom 19. Jahrhundert an, über die ganzen Dramen des 20. Jahrhunderts. Und der Hilfsverein musste während der ganzen Zeit sich navigieren, in Not befindlichen helfen und an die Zukunft denken. In einer Privatwohnung beginnt die größte Hilfsaktion in der Geschichte des Vereins. Mit dem Ausbruch des Ersten Weltkriegs bricht der Postverkehr zwischen dem Deutschen Reich und den deutschen Kolonien im Ausland zusammen. Da Schweden im Ersten Weltkrieg neutral bleibt, darf Post zwischen den Kolonien und dem Reich über den Stockholmer Hilfsverein weitergeleitet werden, solange sie keinen militärischen Inhalt hat. Bald wächst das Briefaufkommen so stark an, dass zeitweise über 30 Mitarbeiterinnen beschäftigt sind. An einzelnen Tagen bearbeiten sie bis zu 3000 Briefe und Geldsendungen. Viele der Briefe erreichen Männer, die im Russischen Reich als Zivilisten festgehalten werden. Unter ihnen viele Deutschbalten und Russlanddeutsche. Sie gelten als verdächtig, werden aus ihrem Leben gerissen und in entlegene Regionen des Reiches gebracht. Für sie ist ein Brief mehr als Post. Er ist ein Lebenszeichen. Hunderttausende Briefe und Geldsendungen, fast 1 Million, gehen über die Tische des Hilfsvereins. So entsteht ein Netz von Verbindungen über Länder und Kontinente hinweg. Ein Netz, unter dem die Hoffnung weitergetragen wird, einander eines Tages wiederzusehen. Nach dem Ersten Weltkrieg beginnt in Deutschland eine Zeit der Leichtigkeit. Kultur und Wirtschaft blühen auf, die junge Demokratie verspricht einen Neuanfang. Doch die Unsicherheit bleibt. Inflation, Arbeitslosigkeit, schließlich die Weltwirtschaftskrise. Auch in Schweden werden die Ereignisse in Deutschland aufmerksam verfolgt. Die großen Stockholmer Zeitungen greifen die Nachrichten auf und verbreiten sie im ganzen Land. Auch hier macht sich die Krise bemerkbar. Die Arbeitslosigkeit steigt, Demonstrationen erschüttern das Land. 1931 werden im mittelschwedischen Ådalen 5 Arbeiter von Soldaten erschossen. Doch der große Zusammenbruch bleibt aus. Für die meisten Stockholmer geht der Alltag weiter. Der Hilfsverein reagiert auf die unsichere Weltlage und investiert sein Vermögen in ein Stockholmer Stadthaus. Skeptisch blicken die Verantwortlichen des Hilfsvereins auf die wankende Weimarer Republik. Diese Kaufmänner waren klassenbewusst, sie waren national in ihrer Einstellung und sie waren auch Repräsentanten und überzeugte Vertreter eines Obrigkeitsstaates, eines Staates vor der Demokratie. Und so haben sie auch gehandelt. Über viele Jahrzehnte hinweg unterstützt das Deutsche Reich den Verein finanziell. Mitglieder der deutschen Gesandtschaft sind häufig auch im Verein vertreten. 1933 kommen die Nationalsozialisten an die Macht. Ihr Anspruch reicht weit über die Grenzen des Reiches hinaus. Auch die Deutschen im Ausland
sollen Teil der neuen Volksgemeinschaft werden. Bei einem Länderspiel in Stockholm inszeniert sich das Deutsche Reich nun im Zeichen des neuen Regimes. Die deutschen Vereine in Stockholm geraten zunehmend unter Druck, sich der neuen politischen Ordnung anzupassen. Auch der Hilfsverein erhält Schreiben der NSDAP in Stockholm. Hier zum Beispiel bittet die örtliche Führung um Hilfe für einen Parteifreund. Doch dabei bleibt es nicht. Auch die deutsche Gesandtschaft wendet sich mit zahlreichen Anfragen an den Verein. Immer wieder sucht sie nach missliebigen Personen und bittet dabei auch den Hilfsverein um Kooperation. Der hier Gesuchte wird später von den Nationalsozialisten in Berlin-Plötzensee hingerichtet. Schon immer waren die deutschen Vereine in Stockholm in der deutschen Kolonie zusammengeschlossen. Nun soll sie nach dem Führerprinzip neu ausgerichtet werden. Unter Heinz Bartels, Landesgruppenleiter der NSDAP in Stockholm, entstehen im Sveawegen 29 elegante Clubräume im Geist der neuen Zeit. Im Frühjahr 1935 wird im Grand Hotel in Stockholm die neue Ausrichtung der deutschen Kolonie bekräftigt. Bei einem Empfang der deutsch-schwedischen Gesellschaft richtet sich Rudolf Hess an seine Landsleute. Der Nationalsozialismus hat ein geschlossenes Ganzes, eine wirkliche Volksgemeinschaft geschaffen. Alle Versuche, die einst... Auch Verantwortliche des Hilfsvereins hören diese Rede. Heute stimmt das Volk in nie geahnter Geschlossenheit für einen Führer und für eine Partei. Trotz aller Vaterlandsliebe wird dem Vorstand klar, unterwirft sich der Verein dem Führerprinzip, ist seine Existenz bedroht. Denn die Winterhilfe der NSDAP beansprucht bereits jetzt die Hilfe für Deutsche in Stockholm für sich. Der Verein stellt daher Bedingungen für seinen Beitritt zur neuen deutschen Kolonie und protestiert gegen die zunehmende Radikalisierung unter Teilen der deutschen Bevölkerung in Stockholm. Und Jugend rückt nach, die durch und durch mit nationalsozialistischem Geiste erfüllt ist. Der Aufnahmeantrag an die deutsche Kolonie bleibt unbeantwortet. Der Verein wird nie Teil von ihr. Im Laufe der nächsten Jahre fliehen immer mehr Menschen aus dem Deutschen Reich nach Stockholm. Im Archiv des Vereins suchen wir nach ihren Spuren und sprechen mit dem Historiker Per Frohnert. In meiner Forschung betreffend Flüchtlingshilfe, diese Flüchtlingshilfeorganisation in Schweden, bin ich nie darauf gestoßen, dass es Kontakte gab zu Deutsche Hilfsverein oder andere deutsche Vereine, befindliche Vereine in Stockholm. Aus der Sicht die deutschen Vereine in Stockholm war es auch wahrscheinlich so, dass mit ihrem Kontakt zur Botschaft hatten die kein Interesse sozusagen, die deutschen Flüchtlinge zu helfen. Das waren ja Flüchtlinge, die sind geflohen aus Deutschland, um wegzukommen von der NS-Regime, und Botschaft in Stockholm war natürlich treu zu NS-Regime und damit auch diese Vereine. (1945) Nach Hitlers Selbstmord am 30. April ordnet die deutsche Gesandtschaft in Stockholm Trauerbeflaggung an. Der Hilfsverein überlebt. Der Hilfsverein hat ja durch die Jahrzehnte immer wieder Testamente bekommen, und das Geld ist also angelegt in Wertpapieren und es steigt immer weiter. Aber der große Unterschied zu Deutschland ist ja, wir haben keine Währungsreformen gehabt, das ist dieselbe Schwedenkrone seit Gründung des Vereins. So ist es nie Geld abhanden gekommen wie in Deutschland durch Inflation, durch Kriege, Währungsreformen.
und so weiter. So deswegen ist derartige Vereine in Deutschland gibt es überhaupt nicht, die immer noch ein Vermögen haben von vor 150 Jahren aufgebaut. Im Archiv des Vereins sind die Finanzen über 150 Jahre hinweg dokumentiert. Wie vollständig andere Teile der Überlieferung erhalten geblieben sind, lässt sich heute nicht mehr genau sagen. Erhalten sind aber zahlreiche persönliche Dankesbriefe aus unterschiedlichen Jahrzehnten von Menschen, die Unterstützung erfahren haben. Natürlich ist der Lebensstandard der Bevölkerung in Stockholm zum Beispiel heute deutlich anders und besser, als es vor 150 Jahren war. Und trotzdem gibt es auch heute diejenigen, die Hilfe benötigen. Es gibt auch heute den Witwer, der aus der Bahn geworfen ist. Es gibt auch heute ältere Menschen, die versuchen, in Würde zu altern. Es gibt auch heute Schicksale, wo einfach verschuldet oder unverschuldet man aus der Bahn geworfen ist und nicht wieder zurückfindet und sich das dann aber auch in finanziellen großen Problemen äußert. Und insofern gibt es leider überhaupt keine Entwicklung dahin, dass der Hilfsverein sich irgendwann überlebt haben würde. Not verändert ihre Gestalt. Sie ist heute oft weniger sichtbar. Manchmal beginnt sie mit einem Bruch im eigenen Zuhause, in der Familie oder im vertrauten Umfeld. Neben der Unterstützung in akuten Notlagen verstärkt der Verein heute auch die Förderung junger Menschen. In einem ehemaligen Brauereigebäude in Stockholm befindet sich die Königliche Ballettschule. Hier trainiert die 17-jährige Mara. Der Verein begleitet sie schon seit einigen Jahren durch ihre Jugend und Ausbildung. Das Tanzen und vor allem das Ballett ist ein großer Teil meines Lebens. Es hat mich rückblickend in allen Lebensphasen begleitet, als ich umgezogen bin hier nach Stockholm. Es war, man könnte sagen, immer ein Zufluchtsort und ein Zuhause für mich, weil Ballett ist jetzt nicht die einfachste Sportart und wenn ich tanze, dann vergesse ich alle meine anderen Sorgen.